Lieber Florian, als Gründer und CEO von Runtastic, nicht nur in Österreich, sondern weltweit bekannt, bist du jetzt auch als Berater und Autor unterwegs, der sozusagen seine Erfahrungen weitergibt. Das Buch heißt "So läuft Startup", bei Ecovin erschienen. Du berätst Politik, aber eben auch in vielen anderen Settings Menschen, die darüber nachdenken, Startups gründen zu wollen. Was sagst du denen? Naja, auf der einen Seite muss man mal ganz vorne anfangen. Also meine Aufgabe ist es irgendwo, oder ich sehe es als eine Verpflichtung, anderen jungen Menschen irgendwo zu helfen, sei es, ich erzähle nur meine Story und sage, das war jetzt auch nicht alles vorweg geplant, dass es genauso werden wird. Ich komme ja von einer Landwirtschaft. Die Eltern haben doch ein bisschen versucht, mich am landwirtschaftlichen Hof zu binden, mit landwirtschaftlicher Ausbildung und Matura, dann Technik studiert. Selbst in der Technik im Studium, das habe ich mir zwar wohlgefühlt, aber habe auch gemerkt, da bin ich jetzt auch nicht dort, wo andere sind. Dann habe ich nur was dazu gemacht. Was ich damit sagen will, ist, dass man relativ viel erreichen kann, wenn man ehrgeizig ist und schon da und dort die Extra Mile geht. Was sage ich prinzipiell jungen Menschen? Es geht gar nicht immer um junge Menschen, weil es können auch ältere Menschen genauso motiviert sein und es gibt nie einen richtigen und einen falschen Zeitpunkt, ein Unternehmen zu starten. Die meisten sagen immer, ja, jetzt passt es gerade nicht, aber irgendwann, man kennt ja das ein bisschen. Und meine Meinung ist so, dass natürlich Technologie unser Leben verändert. Aus dem Bereich komme ich auch. Wir sind mit Runtastic im technologischen Bereich erfolgreich geworden. Dort würde ich meinen, kenne ich mich ganz gut aus. Und wenn man ein bisschen jetzt rausschaut in diese Welt, sieht man natürlich, dass Software, Maschinen, all das natürlich schon unser Leben sehr, sehr viel beeinflussen, viel mehr als das wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren der Fall war. Und somit glaube ich schon, dass junge Menschen einfach die Basics der Technik verstehen müssen. Das heißt, es muss nicht jeder perfekt programmieren können, aber zumindest verstehen, was passiert bei Software oder Algorithmen. Diese Basics, glaube ich, sind ganz, ganz wichtig. Und wie kann man die stärken, indem man sich einfach auch mit diesen Thematiken etwas mehr beschäftigt. Da gibt es schon für junge Kinder einfache Programmiersprachen. Vom MIT wurde Scratch entwickelt zum Beispiel. Und gibt es auch in Österreich schon Anbieter, wo man die 6-Jährigen kostenlos in so Camps für 1-2 Stunden hinbringen kann, weil nicht alle Eltern haben die Möglichkeit, den Kindern ein iPad und Sonstiges zu kaufen. Aber ich finde, es müssen halt die Eltern auch wirklich drauf schauen, rauszufinden, wie vielleicht hat mein Kind eine musikalische Begabung, mag es eine Gitarre lernen oder hat es vielleicht eine Begabung oder mag es gerne im IT-Bereich irgendwas tun. Und da müssen wir schon ein bisschen offener denken, weil die großen Jobs, die entstehen, sind halt sehr viel technologisch getrieben. Das kann nicht jeder werden, aber ich sage, dort ist einmal ganz viel. Also digitale Bildung, ja. Was noch? Sprache, Ahnung von Wirtschaft, wie wichtig ist das? Oder hast du das gehabt? Ja, du hast es dann schon gehabt. Naja, nein, also Sprache natürlich. Ich habe 2 Masterstudien abgeschlossen, konnte de facto nicht Englisch sprechen danach. Also ich konnte ein technisches Paper auf Englisch lesen, aber irgendwo auf der Bühne reden. Ich habe es durch Schmerz gelernt. Ich habe meine erste Keynote auf Englisch gemacht, vor 1400 Leuten, weiß ich noch sehr gut. So halb gelernt, was ich überhaupt nicht mag, wenn irgendwas auswendig lernen oder so. Und dann habe ich Fragen vom Publikum bekommen und ich konnte sie nicht beantworten, weil ich sie nicht verstanden habe. Das war irgendwo embarrassing, würde man im Englischen sagen. Also das war, und das war für mich der Grund, ab jetzt Englisch. Ich habe mein Fernsehen, Bücher, alles, die Laptop-Sprache, das iPhone, alles auf Englisch umgestellt. Und ich würde meinen, dass mein Englisch ganz okay ist. Hat einen guten österreichischen Akzent dabei, aber der schadet nicht. Aber ich kann, glaube ich, ganz gut. Und jetzt würde ich sagen, Kinder sollen eigentlich nahezu verpflichtend ab der Kindergarten Englisch lernen. Das geht so leicht und wenn man schon mal die englische Sprache mit hat, dann ist man schon sehr, sehr viel. Und ich bin ein großer Verfechter, lieber perfekt Englisch können, wie 5 Sprachen, wie Französisch und alles ein bisschen können. Da würde ich auch in Schulbildung lieber gutes Englisch und nicht dann noch 2 Jahre lang ein bisschen Französisch, ein bisschen Italienisch und Russisch und sonstiges, sondern also Sprachen helfen natürlich. Und Wirtschaft? Wirtschaft ist... Glaubst du, dass das in der Schule mehr oder jeder eine Ahnung haben müsste? Ich finde schon, dass die Basics in der Wirtschaft wichtig sind. Ich würde es sogar gegenüberstellen, ich weiß nicht, über die Geschichte von den letzten x 100 Jahren so im Detail oder auswendig lernen, heutzutage alle Städte von Europa auswendig lernen muss, weil wer schaut nach, es hat jeder sein Smartphone auch in der Zukunft. Also eine gewisse Grundbildung ja, umgekehrt wirtschaftliche Ausbildung wäre sehr wichtig, die wir nicht genossen haben. Ich hatte auch 5 Jahre Fachhochschule, relativ wenig wirtschaftliche Ausbildung. Ich habe nicht gewusst, was kostet eine Stunde, wie kalkuliere ich ein Projekt in der Wirtschaft, geschweige denn, wie gründe ich ein Unternehmen. Und hier die Basics sind schon wichtig. Und der Appell an die jungen Menschen kann auch sein, es gibt so viele coole Praktika im Sommer zu machen, einmal im Monat ins Ausland zu gehen. Aber da muss man sich halt ein bisschen bemühen, da muss man halt einmal 3 Bewerbungen mehr schreiben und man sieht dann schon, die Leute, die sich halt da mehr bemühen, schaffen es halt oftmals schon sehr viel weiter. Aber es passiert in den jungen Jahren, werden gewisse Weichen gestellt. Herzlichen Dank für deine Empfehlungen. Danke gerne.